Mein Name ist Linda. Ich bin Ärztin und ich bin nicht mehr jung. Ich bin über 67 Jahre alt. Manche Menschen glauben, dass das Alter einen Menschen schwach macht, aber das glaube ich nicht. Für mich bringt das Alter Erfahrung. Ich habe viele Jahre damit verbracht, Menschen zuzuhören, ihre Gesichter zu beobachten und ihren Schmerz zu verstehen. Manchen Schmerz kann man leicht sehen. Mancher Schmerz versteckt sich sehr tief. Eines Morgens kam ein Mann in meine Praxis. Er sah besorgt aus. Sein Gesicht war blass und seine Augen wirkten müde. »Frau Doktor«, sagte er, »ich fühle mich krank.« Ich bat ihn, sich zu setzen. »Erzählen Sie mir, was Sie fühlen«, sagte ich. Er fasste sich an die Brust, dann an den Kopf. »Ich fühle mich schwach«, sagte er. »Ich bin die ganze Zeit müde. Mein Körper fühlt sich seltsam an. Irgendetwas stimmt nicht mit mir.« Ich hörte ihm aufmerksam zu. Ich stellte ihm viele Fragen. »Haben Sie Fieber?« »Nein.« »Haben Sie irgendwo starke Schmerzen?« »Nein.« »Ist Ihnen manchmal schwindelig?« »Manchmal.« »Schlafen Sie gut?« Er schaute weg. »Nicht wirklich.« Ich untersuchte ihn so gut ich konnte. Sein Körper zeigte keine Anzeichen einer gefährlichen Krankheit. Trotzdem sah er verängstigt aus, also gab ich ihm ein Medikament. »Nehmen Sie das«, sagte ich. »Ruhen Sie sich eine Weile aus, es sollte helfen.« Er nickte, nahm das Medikament und ging. Ich dachte, die Geschichte wäre damit zu Ende. Aber das war sie nicht. Am nächsten Tag kam er zurück. »Frau Doktor«, sagte er, »das Medikament hat nicht geholfen.« Ich war überrascht. Normalerweise bessern sich kleine Beschwerden mit Medikamenten und Ruhe. »Fühlen Sie sich immer noch genauso?« fragte ich. »Ja«, sagte er, »nichts hat sich verändert. Ich fühle mich immer noch schwach. Ich bin immer noch müde.« Ich untersuchte ihn noch einmal. Kein Fieber, keine Infektion, keine eindeutigen Schmerzen an einer bestimmten Stelle, nur dasselbe müde Gesicht und dieselben schweren Worte. Ich gab ihm ein anderes Medikament und sagte ihm, er solle sich mehr ausruhen. Er bedankte sich und ging wieder. Doch nachdem er gegangen war, fühlte ich mich nicht ruhig. Irgendetwas war seltsam. Wenn sein Körper wirklich krank gewesen wäre, hätte ich Anzeichen sehen müssen. Aber sein Körper zeigte mir keine klare Krankheit. Ich begann mich zu fragen, ob das Problem nicht in seinem Körper lag, sondern in seinem Leben. Eine Woche verging, dann kam er wieder. Diesmal klang seine Stimme stärker. Er klang wütend, aber hinter seiner Wut hörte ich Angst. »Frau Doktor«, sagte er, »ich bin immer wieder hierher gekommen. Die Tabletten sind nutzlos. Ich fühle mich immer noch krank. Ich brauche eine echte Antwort.« Ich sah ihn einen langen Moment an. Sein Name war Daniel. Ich wusste, dass ich ihm nicht einfach noch ein Rezept schreiben konnte. Noch eine Tablette würde dieses Problem nicht lösen.
Also fragte ich: Daniel, erzählen Sie mir von Ihrem Leben. Er runzelte die Stirn. Von meinem Leben? Sagte er. Warum ist mein Leben wichtig? Ich bin hier, weil ich krank bin. Ich antwortete ruhig: Manchmal liegt eine Krankheit nicht nur im Körper. Manchmal reagiert der Körper auf die Art, wie wir leben. Diese Antwort gefiel ihm nicht. Ich will eine Heilung, sagte er. Seine Worte blieben im Raum. Eine Heilung. Aber eine Heilung wofür? Für eine Krankheit? Oder für ein Leben, das zu schwer geworden war? Ich beugte mich etwas nach vorne. Daniel, essen Sie gut? Ja, sagte er. Trinken Sie genug Wasser? Ja. Schlafen Sie genug? Er hielt inne. Dann sagte er leise: Nicht viel. Diese 2 Worte waren wichtig. Nicht viel. Ich fragte: Wie viele Stunden schlafen Sie? Er rieb sich das Gesicht. Vielleicht 4 Stunden, manchmal weniger. Ich wache früh auf und gehe spät schlafen. Mein Handy hört nie auf zu klingeln. Mein Chef ruft mich nachts an. Meine Kunden wollen alles sofort. Ich trinke den ganzen Tag Kaffee. Manchmal vergesse ich sogar das Mittagessen. Jetzt begann ich zu verstehen. Sein Körper kämpfte nicht gegen eine Krankheit. Sein Körper kämpfte gegen seinen Lebensstil. Ich fragte: Wie lange leben Sie schon so? Er lachte kurz und müde. Ich weiß es nicht. Seit Monaten, vielleicht seit Jahren. Das ist doch ein normales Leben, Frau Doktor. Nein, sagte ich, das ist kein normales Leben, das ist ständiger Druck. Er schüttelte den Kopf. Nein, das kann kein Stress sein. Stress ist doch normal. Jeder hat Stress. Stress kann mich doch nicht so schwach machen. Stress kann viel mehr anrichten, als Sie glauben, sagte ich. Er kann Ihren Schlaf zerstören. Er kann Magenschmerzen verursachen. Er kann Ihr Herz schneller schlagen lassen. Er kann Ihren Kopf schwer machen. Er kann dazu führen, dass Sie sich krank fühlen, obwohl keine gefährliche Krankheit vorliegt. Er sah mich zweifelnd an. Sie glauben also, ich bilde mir das alles nur ein? Nein, sagte ich, Sie bilden sich das nicht ein. Ihre Müdigkeit ist echt. Ihre Schwäche ist echt. Ihre Angst ist echt. Aber die Ursache muss keine Krankheit sein. Die Ursache könnte Ihr Leben sein. Er wurde still. Ich fuhr fort: Sie sind nicht verrückt, Daniel. Sie sind ein Mensch. Wenn ein Mensch zu lange zu viel trägt, beginnt der Körper zu sprechen. Und genau das tut Ihr Körper jetzt. Er blickte auf seine Hände. Ich sagte: Ihr Körper ist nicht Ihr Feind. Er warnt Sie. Sie stehen früh auf. Sie gehen spät schlafen. Sie beantworten jeden Anruf. Sie arbeiten ohne Pause. Sie geben Ihrem Chef, Ihren Kunden und Ihren Verpflichtungen Ihre ganze Zeit. Aber sich selbst geben Sie fast nichts. Er flüsterte: Also bin ich gar nicht wirklich krank. Ich wählte meine Worte sorgfältig.
Ich sehe keine gefährliche Krankheit in ihrem Körper, aber ich sehe einen Mann, der zutiefst erschöpft ist. Ich sehe einen Mann, der vergessen hat, wie man sich ausruht. Er lehnte sich im Stuhl zurück. Zum ersten Mal widersprach er nicht, doch dann sagte er, wenn es Stress ist, geben Sie mir ein Medikament gegen Stress. Ich schüttelte den Kopf. Es gibt keine Tablette, die Schlaf ersetzen kann. Es gibt keine Tablette, die Ihnen Frieden schenkt, wenn Ihr Leben Ihnen den Frieden ständig nimmt. Medikamente können bei manchen Problemen helfen, aber sie können kein Leben heilen, das niemals zur Ruhe kommt. Seine Augen wirkten schwer. Ich weiß nicht, wie ich aufhören soll, sagte er. Mein Chef braucht mich. Meine Arbeit ist wichtig. Die Menschen verlassen sich auf mich. Das verstehe ich, sagte ich. Aber wenn Sie so weitermachen, wird Ihr Körper eines Tages für Sie anhalten. Er sah mich an. Ich sagte, Ausruhen ist keine Faulheit. Ausruhen bedeutet Erholung. Selbst eine Maschine geht kaputt, wenn sie Tag und Nacht ohne Pause läuft. Und Sie sind keine Maschine. Sie sind ein Mensch. Er schwieg lange. Dann sagte er langsam, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht arbeite ich zu viel. Vielleicht habe ich vergessen, wie man richtig atmet. Ich nickte. Das ist der Anfang, sagte ich. Sie müssen nicht alles an einem einzigen Tag verändern, aber Sie müssen anfangen. Gehen Sie früher schlafen, essen Sie regelmäßig, trinken Sie genug Wasser, machen Sie kurze Pausen, gehen Sie nach draußen spazieren. Schalten Sie Ihr Handy für eine Weile aus und sagen Sie manchmal auch Nein. Er hörte aufmerksam zu. Sein Gesicht war noch immer müde, doch in seinen Augen hatte sich etwas verändert. Er begann zu verstehen. Trotzdem machte ich mir Sorgen. Denn die Wahrheit zu kennen reicht nicht aus. Ein Mensch muss auch nach der Wahrheit leben. Daniel war zu mir gekommen, weil er ein Medikament wollte. Doch was er wirklich brauchte, war Ruhe. Er wollte eine Tablette, doch was er wirklich brauchte, war Balance. Als er meine Praxis verließ, stellte ich mir nur eine Frage. Würde Daniel auf mich hören und sein Leben verändern? Oder würde er weiter nach einem anderen Arzt, einer anderen Flasche Medizin und einer anderen Antwort suchen, die ihn niemals retten konnte? Daniel saß wieder vor mir. Diesmal klang seine Stimme kräftiger. Er war nicht mehr nur müde, er war wütend und verängstigt. Frau Doktor, sagte er, ich war schon so oft hier. Sie haben mir Tabletten gegeben, aber nichts hat sich verändert. Wenn Sie mir nicht helfen können, suche ich mir einen anderen Arzt. Seine Worte waren scharf. Aber ich fühlte mich nicht beleidigt. Ich konnte die Angst hinter seiner Wut sehen. Daniel war überzeugt, dass in seinem Körper etwas Gefährliches vor sich ging. Er glaubte, schwer krank zu sein. Er wollte endlich eine klare Antwort. Ich holte tief und ruhig Luft. Das war der entscheidende Moment.
Ich konnte ihm nicht einfach wieder eine Flasche Medizin geben und ihn nach Hause schicken. Daniel, sagte ich, hören Sie mir bitte genau zu. Ich glaube nicht, dass Sie eine schwere Krankheit haben. Ich glaube, Ihr Problem ist Stress. Er starrte mich an, als hätte ich etwas Unsinniges gesagt. Stress? Fragte er. Stress ist doch normal. Jeder hat Stress. Stress kann unmöglich dafür sorgen, dass ich mich so fühle. Ich bin schwach, ich habe Schmerzen, ich fühle mich innerlich leer. Wie soll Stress das alles verursachen? Ich sah ihn ruhig an. Stress ist nichts Kleines, sagte ich. Stress ist sehr mächtig. Er kann Ihren Schlaf verändern. Er kann Ihren Magen belasten. Er kann Ihr Herz schneller schlagen lassen. Er kann Muskelschmerzen verursachen. Er kann Ihren ganzen Körper schwer und erschöpft fühlen lassen. Er schüttelte den Kopf. Ich fuhr fort. Stress ist wie ein stilles Feuer. Man sieht die Flammen vielleicht nicht, aber man spürt den Rauch. Sie glauben, Ihr Körper sei krank. Doch vielleicht bittet Ihr Leben einfach um Ruhe. Daniel lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Also bin ich gar nicht krank? Fragte er. Dann habe ich meine Zeit verschwendet, hierher zu kommen? Nein, sagte ich entschlossen. Sie haben Ihre Zeit nicht verschwendet. Sie sind gekommen, weil Sie Hilfe brauchen. Aber Sie brauchen nicht nur Medikamente, Sie müssen verstehen, was Ihr Körper Ihnen sagen möchte. Er wurde still. Ich sagte, Sie sind nicht auf die Weise krank, wie Sie denken. Sie sind zutiefst erschöpft. Und wenn Sie diese Erschöpfung zu lange ignorieren, kann sie Ihnen mehr schaden, als Sie sich vorstellen können. Für einen Moment erfüllte Stille den Raum. Dann flüsterte Daniel, wenn Sie recht haben, dann war alles, woran ich geglaubt habe, falsch. Ich dachte, Tabletten könnten mich retten. Ich dachte, ein Arzt könnte mich wieder gesund machen. Aber jetzt sagen Sie, die Antwort steckt nicht in einer Flasche. Ich nickte langsam. Ja, sagte ich, die Antwort steckt nicht nur in einer Flasche. Die Antwort liegt in Ihren Entscheidungen. Sie müssen sich ausruhen. Sie müssen schlafen. Sie dürfen nicht weiter wie eine Maschine leben. Gesundheit besteht nicht nur aus Medikamenten. Gesundheit bedeutet Gleichgewicht. Ohne Gleichgewicht wird keine Tablette ausreichen. Seine Augen wurden groß. Also bin ich selbst das Problem. Das Problem ist nicht, wer Sie sind, antwortete ich. Das Problem ist, wie Sie leben. Sie geben Ihre Zeit der Arbeit. Sie geben Ihre Energie Ihren Pflichten. Sie geben sich selbst allen anderen, aber sich selbst geben Sie fast nichts. Jetzt schreit Ihr Körper, hör auf, bevor es zu spät ist. Daniel sah verängstigt aus. Was ist, wenn ich mich nicht ändern kann? Fragte er. Was ist, wenn ich genauso weiterlebe? Was wird dann mit mir passieren? Ich machte eine kurze Pause. Das war die Frage, vor der er sich am meisten fürchtete. Und die Antwort war nicht einfach. Wenn Sie nichts ändern, sagte ich sanft,
wird Ihr Stress weiter wachsen. Ihr Körper wird immer schwächer werden. Ihr Geist wird immer schwerer werden. Eines Tages werden Sie vielleicht gar nicht mehr arbeiten können. Sie könnten genau die Dinge verlieren, die Sie mit aller Kraft zu schützen versuchen. Er sah mich schweigend an. Dann sagte er: Frau Doktor, vielleicht haben Sie recht, aber wie soll ich aufhören? Mein Chef braucht mich. Meine Familie ist auf mich angewiesen. Meine Freunde halten mich für stark. Wenn ich mich ausruhe, werde ich alle enttäuschen. Seine Worte klangen wie Ketten, die sein ganzes Leben festhielten. Ich fragte: Daniel, warum glauben Sie, dass Ausruhen Schwäche bedeutet? Er antwortete sofort: Weil starke Männer sich nicht ausruhen. Starke Männer machen einfach weiter. In diesem Moment erkannte ich das eigentliche Problem. Seine Krankheit war nicht nur Stress. Seine Krankheit war seine Vorstellung von Stärke. Er glaubte, dass Anhalten gleichbedeutend mit Versagen war. Also sagte ich: Daniel, wahre Stärke bedeutet nicht, so lange zu arbeiten, bis man zusammenbricht. Wahre Stärke bedeutet zu wissen, wann man aufhören muss. Selbst ein starker Baum kann umfallen, wenn der Sturm niemals endet. Und selbst ein starker Mensch kann zerbrechen, wenn er nie schläft. Daniel wurde still. Dann stellte er mir eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte. Frau Doktor, haben Sie sich jemals so gefühlt? Haben Sie jemals geglaubt, stark zu sein, obwohl Sie innerlich zerbrochen sind? Seine Frage überraschte mich. Für einen Moment war er nicht mehr nur der Patient. Er hielt mir einen Spiegel vor, und er hatte die Wahrheit verdient. Ja, sagte ich, vor vielen Jahren arbeitete ich Tag und Nacht. Ich glaubte, meine Patienten würden mich jede Stunde brauchen. Ich ließ Mahlzeiten aus. Ich schlief schlecht. Ich ignorierte meinen eigenen Körper. Eines Tages begannen meine Hände zu zittern. Mein Kopf fühlte sich leer an. Ich dachte, ich sei krank. Daniel hörte aufmerksam zu. Aber es war Stress, sagte ich. Ich habe es auf die harte Weise gelernt. Ich habe gelernt, dass ein Leben ohne Ruhe kein gesundes Leben ist. Es ist nur ein Überleben. Er sah mich schockiert an. Sogar Sie, eine Ärztin? Ja, sagte ich, sogar ich. Ich habe überlebt, weil ich auf meinen Körper gehört habe. Ich habe mein Leben verändert. Ich habe mich für Ruhe entschieden. Deshalb kann ich heute hier sitzen und mit Ihnen sprechen. Hätte ich mich damals nicht verändert, wäre ich vielleicht heute nicht mehr hier. Zum ersten Mal widersprach Daniel nicht. Er senkte den Kopf. Die ganze Zeit, flüsterte er, habe ich geglaubt, Tabletten könnten mich retten. Aber vielleicht ist die Wahrheit, dass ich mich selbst retten muss. Ich nickte. Genau dort beginnt Heilung. Doch dann kehrte die Angst in sein Gesicht zurück. Frau Doktor, sagte er, was ist, wenn ich mich ausruhe und meinen Job verliere?
Was ist, wenn ich Geld verliere? Was ist, wenn ich mein Zuhause verliere? Wie soll ich mich ausruhen, wenn das Leben mich dafür bestraft, dass ich stehen bleibe? Ich verstand ihn. Stress kommt nicht immer nur aus unserem Inneren. Manchmal kommt er von der Arbeit, vom Geld, von der Familie und von der Welt um uns herum. Also sagte ich, vielleicht können Sie nicht alles anhalten. Ihre Arbeit wird vielleicht weiterhin schwer sein. Probleme werden vielleicht trotzdem kommen, aber Sie können für kleine Momente anhalten. Sie können Ihren Schlaf schützen. Sie können pünktlich essen. Sie können Ihr Handy für 1 Stunde ausschalten. Sie können spazieren gehen und Sie können manchmal Nein sagen. Er hörte aufmerksam zu. Ich fuhr fort. Wenn Sie sich ausruhen, verlieren Sie vielleicht ein wenig Zeit. Aber wenn Sie zusammenbrechen, könnten Sie alles verlieren. Ihren Job, Ihre Gesundheit, Ihren inneren Frieden, vielleicht sogar Ihre Familie. Seine Augen wurden groß. Wenn ich mich also nicht ausruhe, könnte ich alles verlieren, sagte er langsam. Aber wenn ich mich ausruhe, verliere ich vielleicht nur ein wenig. Ich muss mich entscheiden, jetzt ein wenig verlieren oder später alles. Ja, sagte ich, genau das ist die Entscheidung. Daniel kam in meine Praxis, weil er Medikamente suchte. Doch an diesem Tag fand er etwas viel Wichtigeres. Er fand die Wahrheit. Jetzt war die Frage ganz einfach. Würde er den Mut haben, ihr zu folgen? Daniel schwieg lange. Ich konnte die Entscheidung in seinem Gesicht sehen. Er dachte nicht nur über meine Worte nach. Er dachte über sein ganzes Leben nach. Dann sagte er, Frau Doktor, ich bin hergekommen, weil ich Tabletten wollte. Aber jetzt verstehe ich. Tabletten können nicht ändern, wie ich lebe. Das kann nur ich selbst. Seine Stimme war leise, aber sie klang ehrlich. Ich nickte. Daniel, sagte ich, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Das Leben besteht nicht nur aus Geld. Das Leben braucht Gleichgewicht. Wenn Sie Ihre ganze Zeit der Arbeit widmen, wird Ihre Gesundheit darunter leiden. Wenn Sie Ihre ganze Energie dem Stress geben, wird Ihr innerer Frieden verschwinden. Und wenn Gesundheit und Frieden verloren sind, kann Geld sie nicht retten. Er sah besorgt aus. Aber was ist, wenn ich mich ausruhe und meinen Job verliere? Fragte er. Was ist, wenn alles auseinanderfällt? Ich sah ihn freundlich an. Dann stellen Sie sich diese Frage, sagte ich. Was wird zuerst zusammenbrechen? Ihre Arbeit oder Ihr Körper? Einen Job kann man ersetzen, Geld kann zurückkommen, aber Ihr Leben kann man nicht ersetzen. Daniel holte tief Luft. Dann ist Ausruhen keine Schwäche, sagte er. Ausruhen ist Überleben. Ja, antwortete ich. Und Ausruhen ist Weisheit. Für einen Moment erinnerte ich mich an meine jungen Jahre. Ich habe diese Lektion durch mein eigenes Leben gelernt, erzählte ich ihm.
Viele Jahre lang habe ich ohne Pause gearbeitet. Ich glaubte, starke Menschen würden sich niemals ausruhen. Doch eines Tages gab mein Körper fast auf. In diesem Moment erkannte ich die Wahrheit. Ich habe überlebt, weil ich mein Leben verändert habe. Daniel sah mich aufmerksam an. Sie sprechen also aus eigener Erfahrung, sagte er. Ja, antwortete ich, nicht nur aus Büchern, sondern aus dem Leben. Dann sagte er etwas, das mein Herz berührte. Frau Doktor, ich glaube, Sie haben mir geholfen, nicht mit Medikamenten, sondern mit Ihren Worten. Ich lächelte sanft. Manchmal können die richtigen Worte einen Ort erreichen, den keine Medizin berühren kann. Doch dann kehrte seine Angst zurück. Was ist, wenn ich es vergesse? Fragte er. Was ist, wenn ich morgen wieder in meine alten Gewohnheiten zurückfalle? Dann erinnern Sie sich an Folgendes, sagte ich. Jeden Morgen müssen Sie sich neu entscheiden. Entscheiden Sie sich für das Leben statt für Stress. Entscheiden Sie sich für Gleichgewicht statt für ständigen Druck. Entscheiden Sie sich für Ruhe, bevor Ihr Körper Sie dazu zwingt, anzuhalten. Daniel richtete sich auf. Dann werde ich mich für das Leben entscheiden, sagte er. Ich werde mich ausruhen. Ich werde nicht warten, bis der Stress mich zerstört. Seine Stimme klang jetzt ruhig, nicht stolz, nicht verzweifelt, einfach ehrlich. Ich wusste, dass er nicht von heute auf morgen perfekt sein würde. Der Stress würde versuchen zurückzukehren. Alte Gewohnheiten würden ihn widerrufen, aber jetzt kannte er die Wahrheit. Und die Wahrheit ist stärker als die Angst. Als Daniel meine Praxis verließ, flüsterte ich zu mir selbst, Medikamente können dem Körper helfen, aber Weisheit kann die Seele schützen. Diese Geschichte handelt nicht nur von Daniel, sie handelt von vielen von uns. Wie oft sagen wir, mir geht es gut, obwohl wir in Wirklichkeit erschöpft sind? Wie oft jagen wir dem Geld nach, während unsere Gesundheit still und leise verschwindet? Wir glauben, Stärke bedeutet, immer mehr zu leisten. Doch wahre Stärke bedeutet zu wissen, wann man aufhören muss. Ruhe ist keine Schwäche. Ruhe ist Weisheit. Wenn wir nie auf unseren Körper hören, wird unser Körper eines Tages lauter zu uns sprechen. Fragen Sie sich deshalb heute: Lebe ich im Gleichgewicht? Nehme ich mir Zeit zum Ausruhen? Oder nehme ich mir nur Zeit zum Arbeiten? Denken Sie daran, das Leben ist kurz, Arbeit ist wichtig, Geld ist nützlich, aber Gesundheit und innerer Frieden sind unbezahlbar. Wahre Stärke besteht nicht darin, niemals aufzuhören. Wahre Stärke besteht darin, zu wissen, wann man aufhören muss. Vielen Dank, dass Sie sich die ganze Geschichte angesehen haben. Wenn Sie bis zum Ende dabei geblieben sind, weiß ich das wirklich zu schätzen. Die Geschichte von Linda und Daniel zeigt uns etwas Wichtiges.
Manchmal braucht der Körper nicht mehr Medikamente. Manchmal braucht er Ruhe, Frieden und Gleichgewicht. Jetzt habe ich eine kleine Übung für Sie. Das heutige deutsche Wort lautet Ruhe. Schreiben Sie einen einfachen deutschen Satz mit Ruhe in die Kommentare. Zum Beispiel: Ich brauche Ruhe. Oder Ruhe ist wichtig für die Gesundheit. Schreiben Sie außerdem in die Kommentare: Glauben Sie, dass Ruhe wichtig für ein gesundes Leben ist? Ja oder nein? Wenn Ihnen diese Geschichte beim Deutschlernen und Hörverstehen geholfen hat, abonnieren Sie German Tales für weitere einfache Geschichten auf Deutsch. Bleiben Sie dran, üben Sie weiter und bis zur nächsten Geschichte. Tschüss.